Hallo, liebe Häkelfreunde! Für dieses Häkelmuster beginnen wir wie immer mit einer Anfangsschlaufe. Dann schlagen wir eine ungerade Anzahl an Luftmaschen an. Das ist meine Luftmaschenkette. Ich mache eine Wendeluftmasche und drehe die Kette um. Das sind die hinteren Maschenschlaufen. Das hier seht ihr? In diese häkeln wir unsere erste Reihe. Wir stechen in die Schlaufe ein und holen den Faden durch. Wir holen den Faden nochmal und ziehen diesen durch die beiden Schlaufen auf der Nadel. Das ist unsere erste feste Masche. Und solche festen Maschen häkeln wir nun die ganze Reihe entlang. Einstechen, Faden durchholen, nochmal Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. So sieht das nach der ersten Reihe aus. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen unser Häkelstück. Hier nochmal von der anderen Seite. Meine erste Masche ist ein Ersatzstäbchen. Dafür mache ich zunächst eine feste Masche. Schaut mal diese beiden Schlaufen. In die linke Schlaufe mache ich eine weitere feste Masche. Die zwei festen Maschen übereinander bilden mein Anfangsstäbchen. Ihr könnt stattdessen natürlich auch 3 Luftmaschen machen, wenn ihr wollt. Ich kann euch sehr empfehlen, das erste Stäbchen immer zu markieren. So gibt es in der Folgereihe kein Rätselraten. Anschließend geht es mit normalen Stäbchen weiter. Dafür stechen wir ein, holen den Faden durch, holen ihn nochmal und ziehen diesen durch 2 Schlaufen auf der Nadel. Wir holen den Faden wieder und ziehen diesen durch die beiden verbliebenen Schlaufen. Das machen wir die gesamte Reihe entlang. Wenn ihr meine Videos gerne schaut, hilft es mir sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert, meinen Videos einen Daumen nach oben gibt und diese kommentiert. Das würdigt der YouTube-Algorithmus und schlägt die Videos dann mehr Menschen vor. Also vielen Dank für eure Unterstützung. So sieht das jetzt aus. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen unser Häkelstück. Es folgt eine einfache Reihe mit festen Maschen. Wieder eine Wendeluftmasche und drehen. Als erstes mache ich ein Ersatzstäbchen, das ich wieder markiere. Und jetzt wird es interessant. Schauen wir uns die letzte Stäbchenreihe an. Das hier ist mein Anfangsstäbchen. Das ist das nächste Stäbchen. Das da das übernächste und so weiter.
Unser Ersatzstäbchen sitzt über dem Ersatzstäbchen der letzten Stäbchenreihe. Das ist unsere nächste Masche. Uns interessiert aber das korrespondierende Stäbchen dazu, dieses hier. Wir nehmen einen Umschlag auf und stechen nun so um den Stäbchenschaft herum ein, holen den Faden hervor und ziehen diesen durch 2 Schlaufen hindurch. Dann holen wir den Faden nochmal und ziehen diesen durch die beiden verbliebenen Schlaufen. Wir machen ein Stäbchen, aber nicht in die Masche, sondern um den Stäbchenschaft herum. Das ist ein Reliefstäbchen. Nun schauen wir uns das von oben an. Das wäre die zweite Masche gewesen, aber wir haben dafür das Reliefstäbchen gemacht. Daher überspringen wir diese und häkeln in die nächste. In diese machen wir ein ganz normales Stäbchen. Hier ist das Reliefstäbchen, das ist der Schaft des nächsten Stäbchens, das der nächste. Um diesen herum häkeln wir unser nächstes Reliefstäbchen. Wir schauen wieder von oben. Die lassen wir wieder frei, dafür haben wir das Reliefstäbchen. Wir häkeln in die nächste Masche ein normales Stäbchen. Das ist das dazugehörige Stäbchen der Vorreihe. Wir rutschen eins weiter und machen um den Stäbchenschaft unser nächstes Reliefstäbchen. Dann prüfen wir von oben, dass wir nicht versehentlich die falsche Masche behäkeln und machen unser nächstes normales Stäbchen. So geht es im Wechsel zwischen Reliefstäbchen und Stäbchen die Reihe entlang. Das ist das vorletzte Stäbchen der Vorreihe und wird mit unserem letzten Reliefstäbchen behäkelt. In die letzte Masche hier kommt unser letztes Stäbchen. So sieht das jetzt aus. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen das Ganze. So sieht es von der Rückseite aus. Nun folgt eine Reihe mit festen Maschen. Am Ende machen wir wieder eine Wendeluftmasche und drehen. Schauen wir uns das wieder genauer an. Das sind unsere Reliefstäbchen. Dazwischen hier sind die normalen Stäbchen. Diese werden nun in dieser Reihe mit Reliefstäbchen umhäkelt.
Zunächst machen wir wie immer ein Ersatzstäbchen und markieren das. In der Stäbchenvorreihe kam an dieser Stelle unser erstes Reliefstäbchen, das da. Also häkeln wir hier ein Stäbchen. Hier haben wir Reliefstäbchen und hier das normale Stäbchen dazwischen. Das wird nun mit einem Reliefstäbchen umhäkelt. Wir schauen wieder von oben, damit wir nicht die falsche Masche erwischen, und häkeln ein normales Stäbchen. Hier sind wieder zwei Reliefstäbchen. Um das Stäbchen dazwischen häkeln wir unser nächstes Reliefstäbchen. Es folgt ein normales Stäbchen. Und so häkeln wir die Reihe entlang. Behäkeln die Stäbchen zwischen den Reliefstäbchen mit Reliefstäbchen und da, wo die Reliefstäbchen der Vorreihe sind, häkeln wir normale Stäbchen. Am Ende der Reihe haben wir oben die 3 Maschen übrig. Seitlich haben wir die Reliefstäbchen, dazwischen ist das Stäbchen, hier das. Da kommt unser letztes Reliefstäbchen hin, das entspricht unserer ersten der 3 letzten Maschen also. Und die letzten beiden Maschen werden mit normalen Stäbchen behäkelt. So sieht das nun aus. Wir machen eine Wendeluftmasche, drehen das Häkelstück und häkeln eine Reihe feste Maschen. Die nächste Reihe wird genauso gehäkelt wie die erste Reliefstäbchenreihe, wie diese da. Wie ihr seht, werden die Reliefstäbchen versetzt gehäkelt. Hier die 2, hier 1 und jetzt wieder 2. Wir machen erstmal unser Ersatzstäbchen. Hier ist ein Reliefstäbchen. Hier ist der Anfang. Da kommt unser erstes Reliefstäbchen hin. Es folgt ein normales Stäbchen, dann wieder ein Reliefstäbchen und so weiter. Immer im Wechsel. Am Ende sind 2 Maschen übrig. Hier ist ein Reliefstäbchen, da ein normales Stäbchen. Um dessen Schaft häkeln wir unser letztes Reliefstäbchen. Und dann noch unser letztes Stäbchen.
So, das nimmt schon Gestalt an. Es folgt wieder eine Reihe mit festen Maschen. Ich habe die festen Maschen gehäkelt und zeige euch nochmal den Beginn der nächsten Stäbchenreihe. Zunächst machen wir ein Ersatzstäbchen, in welcher Form auch immer. Hier haben wir ein Reliefstäbchen, also machen wir nochmal ein normales Stäbchen. Und jetzt kommt ein Reliefstäbchen zwischen die Reliefstäbchen der Vorreihe, um das Stäbchen herum. Und dann geht es wie gehabt im Wechsel weiter. Am Ende haben wir 3 Maschen übrig. Wir machen unser letztes Reliefstäbchen. Und in die 2 letzten Maschen machen wir Stäbchen hinein. Dann kommt wieder eine Reihe mit festen Maschen. Danach kommt wieder die erste Reliefstäbchenreihe, dann feste Maschen, dann die zweite Reliefstäbchenreihe und so weiter. Und das häkeln wir so weit wie gewünscht. Nach ein paar Reihen mehr sieht das so aus. Hier von der Rückseite. Das Muster ist nur von einer Seite nutzbar. Das Alpin-Muster ist ein sehr schönes Strukturmuster. Zudem finde ich, dass es die Häkelstücke weich und gemütlich macht. Es freut mich, wenn ihr bis hierher dabei wart. Vergesst nicht zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen. Bis bald!